Du hast volles WLAN-Signal und trotzdem ist dein Internet langsam. Also kaufst du einen neuen Router, vielleicht sogar ein teures Mesh-System und am Ende keine echte Verbesserung. Der Grund ist oft ziemlich simpel. Du versuchst, das falsche Problem zu lösen. Denn dein Internet besteht aus zwei komplett unterschiedlichen Strecken und die meisten verbessern die falsche. Und wenn du diesen Unterschied nicht kennst, kaufst du sehr wahrscheinlich das Falsche. Einen besseren Router, obwohl dein Anschluss das Problem ist, oder einen schnelleren Tarif, obwohl dein WLAN versagt. In diesem Video klären wir, was WLAN, DSL, Kabel, Glasfaser, 5G und Satellit, Starlink wirklich bedeuten und woran du erkennst, was du tatsächlich brauchst. Stell dir dein Internet wie zwei Strecken vor. Die erste geht vom Anbieter bis zu deinem Router. Die zweite geht vom Router bis zu deinem Gerät. Und wenn du die falsche Strecke verbesserst, gibst du Geld aus, ohne dein Problem zu lösen. Viele nennen einfach alles WLAN, aber WLAN ist nicht dein Internet. WLAN ist nur die Verbindung zwischen deinem Gerät und deinem Router. Mehr nicht. Das bedeutet konkret, dein WLAN kann perfekt sein und dein Internet trotzdem langsam. Typisches Beispiel. Du sitzt direkt neben dem Router, volles Signal, aber YouTube lädt ewig. Dann bringt dir ein besseres WLAN nichts. Das Problem liegt nicht zwischen Handy und Router, sondern zwischen Router und Internet. Und genau das wird extrem oft verwechselt. LAN ist einfach die Kabelversion davon. Ein Netzwerkkabel vom Router zu deinem Gerät. Das ist stabil, schnell und zuverlässig. Wenn du einen PC, Fernseher oder Arbeitsplatz hast. LAN ist fast immer die bessere Verbindung. Aber auch hier gilt, LAN macht dein Internet nicht schneller. Es macht nur die Verbindung zum Router stabiler. Wenn dein Anschluss langsam ist, bleibt er langsam. Jetzt kommt der Teil, der wirklich entscheidet, wie kommt dein Internet überhaupt zu dir. Denn genau hier liegt in vielen Fällen das eigentliche Problem. DSL ist die klassische Internetleitung über die Telefonkabel. Die gibt es fast überall. Der entscheidende Punkt ist aber nicht, was du buchst, sondern was physisch bei dir ankommt. Wenn deine Leitung nur 60 Megabit hergibt, dann bringt dir ein 250 Mbit Tarif nichts. Das ist einer der häufigsten Denkfehler. Dann buche ich halt mehr. Funktioniert nicht. Die Leitung setzt die Grenze, nicht der Tarif. Das passt gut für dich, wenn du allein oder zu zweit lebst, dein Internet stabil ankommt und du keine extrem hohen Anforderungen hast. Für normales Streaming, Surfen und Arbeiten reicht DSL oft völlig aus, solange die Leitung bei dir gut ist. Bei DSL ist also die Leitung selbst der limitierende Faktor. Bei Kabel ist das Problem ein anderes. Es kann sehr schnell sein, aber nicht immer gleich schnell. Kabel klingt oft nach dem besten Deal. Viel Megabit fürs Geld. Aber genau abends, wenn du es brauchst, kann es schwächer werden. Kabelinternet kommt über deine TV-Kabeldose, also Internet über das Fernsehkabel. Der große Vorteil, oft deutlich höhere Geschwindigkeiten als DSL. Der wichtige Haken, du teilst dir die Leitung mit anderen. Das merkst du typischerweise abends. Tagsüber alles schnell. Abends wird es spürbar langsamer. Das heißt nicht, dass Kabel schlecht ist. Für viele Haushalte ist es eine sehr gute Lösung. Aber die Geschwindigkeit schwankt stärker als bei anderen Technologien. Kabel passt gut für dich, wenn du hohe Downloadgeschwindigkeiten willst und die Leitung bei dir auch abends stabil bleibt, zum Beispiel für Streaming, große Downloads und mehrere Geräte gleichzeitig. Glasfaser ist meistens die technisch stärkste Anschlussart für zu Hause. Internet über Licht statt Kupfer. Sie bietet hohe Geschwindigkeiten, meist sehr gute Stabilität und viel Reserve für die nächsten Jahre. Wenn Glasfaser wirklich bis in deine Wohnung geht, bekommst du die gebuchte Leistung deutlich zuverlässiger. Aber hier liegt ein typisches Missverständnis. Viele glauben, sie haben Glasfaser, haben aber nur ein Stück davon. Zum Beispiel bis zum Verteiler oder in den Keller. Der Rest läuft dann wieder über alte Kabel. Deshalb ist die entscheidende Frage, kommt die Glasfaser wirklich bis in deine Wohnung oder nur in deine Nähe? Glasfaser passt besonders gut für dich, wenn mehrere Personen gleichzeitig online sind
du viel im Homeoffice arbeitest, große Dateien nutzt oder einfach eine möglichst stabile und zukunftssichere Verbindung willst. 5G sieht auf der Karte oft gut aus. Entscheidend ist aber nicht die Karte, sondern der Platz, an dem dein Router wirklich steht. 5G ist Internet über Mobilfunk. Kein Kabel, schnell eingerichtet. Das klingt ideal und manchmal ist es das auch. Aber die Qualität hängt komplett vom Empfang ab. Und der kann sich schon innerhalb deiner Wohnung stark ändern. Am Fenster schnell. Ein paar Meter weiter plötzlich deutlich schlechter. Dazu kommt, abends wird es oft langsamer, wenn viele im gleichen Funkbereich sind. Für manche ist 5G perfekt, für andere frustrierend. Satelliteninternet, zum Beispiel Starlink, ist die Lösung für Orte, wo sonst nichts richtig funktioniert. Du brauchst freie Sicht zum Himmel und Wetter oder Hindernisse können Einfluss haben. Für Gaming oder sehr stabile Verbindungen ist es nicht ideal. Aber wenn DSL, Kabel und Mobilfunk schlecht sind, kann es eine sehr gute Alternative sein. Bis hierhin ging es vor allem um die Anschlussart. Aber selbst ein schneller Anschluss kann sich schlecht anfühlen, wenn du auf die falschen Werte schaust. Viele schauen nur auf Download, also darauf, wie schnell Dinge geladen werden. Aber zwei andere Werte sind oft genauso wichtig: Upload und Ping. Upload bestimmt, wie schnell du Daten sendest, zum Beispiel bei Videocalls oder Cloud-Backups. Wenn dein Upload schlecht ist, passiert das. Du hörst alle, aber dein Bild hängt. Und viele denken dann, mein WLAN ist schlecht. Ist es oft nicht. Der Ping ist die Reaktionszeit, wie schnell eine Antwort zurückkommt. Wichtig bei Gaming, Calls und Remote-Arbeit. Ein hoher Ping fühlt sich an wie Verzögerung. Und hier sind Glasfaser und Kabel oft stabiler als Funklösungen. Hier ist der wichtigste Test im ganzen Video. Stell dich mit deinem Handy direkt neben den Router. Ist das Internet dort schon langsam? Dann liegt das Problem vor deinem WLAN, also beim Anschluss, Tarif oder Anbieter. Ist es dort schnell, aber weiter weg, langsam? Dann ist es ein WLAN-Problem. Dieser eine Test verhindert extrem viele Fehlkäufe. Was solltest du also wählen, wenn du jetzt entscheiden musst? Geh nicht nach Werbung und nicht nach der höchsten Zahl. Geh nach dieser Reihenfolge. Erste Frage: Gibt es bei dir echte Glasfaser bis in die Wohnung? Wenn ja und der Preis passt halbwegs, nimm Glasfaser. Das ist meistens die stabilste und zukunftssicherste Lösung, besonders bei Homeoffice, mehreren Personen, Cloud, Gaming oder vielen Geräten. Wenn nein, gibt es Kabelinternet bei dir? Wenn ja, prüfe vor allem eins: Ist es zu deinen typischen Nutzungszeiten stabil? Also abends, wenn viele online sind. Wenn Kabel bei dir stabil läuft, ist es oft die beste Mischung aus Geschwindigkeit und Preis. Wenn Kabel nicht verfügbar oder instabil ist, prüfe DSL. Bei DSL zählt nicht die Werbung, sondern was wirklich bei dir ankommt. Wenn stabile 50 bis 100 Megabit ankommen, reicht das für viele Haushalte völlig aus. Wenn du mit mehreren Personen arbeitest, streamst oder große Daten nutzt, wären eher 100 bis 250 Megabit sinnvoll, falls die Leitung das wirklich schafft. Wenn DSL, Kabel und Glasfaser bei dir schlecht oder gar nicht verfügbar sind, prüfe 5G. Aber nicht nur auf der Verfügbarkeitskarte. Stell den Router wirklich dorthin, wo er später stehen soll, und teste zu den Zeiten, in denen du Internet brauchst. Wenn 5G stabil ist, kann es eine starke Alternative sein. Wenn auch 5G nicht zuverlässig funktioniert, kommt Satellit ins Spiel. Nicht als erste Wahl für jeden, aber als sehr sinnvolle Lösung, wenn klassische Anschlüsse und Mobilfunk bei dir nicht gut funktionieren. Und parallel gilt immer, wenn das Internet direkt neben dem Router schnell ist, aber im Schlafzimmer langsam, verbessere dein WLAN. Wenn es direkt neben dem Router schon langsam ist, verbessere nicht dein WLAN, sondern prüfe Anschluss, Tarif oder Anbieter. Die häufigsten Fehler: mehr Megabit ist besser. Nur wenn der Anschluss wirklich das Problem ist. Teurer Router ist schnelleres Internet? Nein, er verteilt nur besser. WLAN ist Internet? Nein, WLAN ist nur die letzte Strecke. Am Ende brauchst du keine 100 Begriffe. Nur 2 Fragen: Wie kommt dein Internet zu deinem Router und wie kommt es von dort zu dir? Wenn du das trennst, triffst du automatisch bessere Entscheidungen. Nicht teurer, sondern einfach sinnvoller.
Wenn du Technik klarer verstehen willst, statt dich jedes Mal neu durchprobieren zu müssen, dann abonniere den Kanal. Hier geht's nicht um mehr Technik, sondern darum, sie endlich logisch zu verstehen.